People transmitting this nonsense, this hatred against our Prophet. Viele Menschen fragen sich, ob die Hadith-Sammlung von Al-Bukhari zu 100% authentisch ist. Soll man als Muslim dem Vorbild Mohammeds in diesen Hadithen folgen, in allen Hadithen von Bukhari? Online findet man wenige Diskussionen über Al-Bukhari in deutscher Sprache. Deshalb haben wir hier einige Videos von Naim Ajmal übersetzt und zusammengefasst. Er nennt sich auch Mufti Abu-Layth und lebt in England. In seinem Islamstudium in Damaskus und Karachi hat er sich, so erzählt er, intensiv mit Sahih al-Bukhari auseinandergesetzt, nach der Rechtsschule der Maliki, eine der 4 großen Rechtsschulen. Er wünscht sich einen ehrlichen und transparenten Umgang mit problematischen Hadithen und das wünschen wir uns auch. Nicht nur für Gelehrte, sondern auch für normale Gläubige in den sozialen Medien. Konservative Sunniten halten ihn für zu liberal. Doch die Mehrheit der Menschen im Westen, die sich als Muslime bezeichnen, ist mit ihrer Lebensweise näher an diesem Mufti dran als an den meisten anderen Gelehrten. Abu-Layth kritisiert, dass die Sammlung von Al-Bukhari heutzutage in der islamischen Welt praktisch die gleiche Autorität wie der Koran erhält, auch wenn es nicht zugegeben wird. Die entscheidende Frage ist für ihn, ist der Koran genauso authentisch überliefert wie die Hadithe? Wenn beispielsweise der Koran einer Hadith inhaltlich widerspricht, dann werde in einigen Fällen der Hadith der Vorzug gegeben. Zum Beispiel bei der Bestrafung von Apostaten, Personen, die den Islam verlassen. Er sagt, dass zu Bukharis Lebzeiten viel mehr Kritik an Bukhari und seiner Sammlung üblich war als heute. Unter anderem durch den Gründer der Hanbaliten, durch Vertreter der Hanefiten und durch Imam Muslim. Heutzutage werden seine Sammlungen aber oft einfach als komplett authentisch dargestellt. Erst lange nach seinem Tod bekam seine Sammlung durch sunnitische Gelehrte diesen hohen Status nach dem Koran, obwohl Bukhari ca. 200 Jahre nach dem Tod Mohammeds mit der Sammlung begonnen hat. Al-Bukhari sammelte innerhalb von 16 Jahren hunderttausende überlieferte Geschichten über Mohammed, eine immense Leistung, von denen er nur 2800 als zuverlässig angesehen hat. We have to remember this whole book is transmitted on the back of one man, Firabri. An der Sammlung von Al-Bukhari kritisiert Mufti Abu-Layth, dass nur einer seiner Schüler, Al-Firabri, den Text 50 Jahre später aufgeschrieben und es schriftlich überliefert hat. Und selbst dieses Manuskript ist uns heute nicht erhalten. Al-Farabri's students themselves admit to his copy being incomplete. Thirdly, his students admit to making alterations to his book. This is what they admit to. Fourthly, all of the students are copying from one script, yet all of them disagree amongst themselves. 5, all these disagreements are not just in chapter headings. They are in chapter headings, but not just. Chapter headings are not a problem. They are in chains. The names in the chains are different. There are hadith missing between themselves. They have errors. There's all sorts going on. Right? There's hundreds of hadith missing between themselves. Okay? Then, number 6, that all these different manuscripts, that kind of tertiary manuscripts and 4th layer manuscripts that were out there, they are then met with this great makeover project by Sharafuddin al-Yunini. Bekannte sunnitische Gelehrte haben ihre Lehre auf Bukhari gegründet. Doch wie konnten sie im Nachhinein prüfen, wie zuverlässig er war? Was sagt die Gegenseite? Es wurde argumentiert, dass diese Überarbeitung nur kleine Teile des Buches betreffen. Außerdem finden sich auch keine Aufzeichnungen von Fehlverhalten gegen Firabri. Und manche Gelehrte verteidigen ihn. Das sind aber wiederum Gelehrte, die Jahrhunderte später gelebt haben und ihn nicht persönlich kannten. Abu-Layth wirft ihnen vor, dass sie im Nachhinein einen Goldstandard setzen, etwas Verlässliches, an dem sie sich orientieren können. Mufti Abu-Layth zählt gleichzeitig Hadithe auf, die er für problematisch hält. Dabei nennt er 3 Kriterien, an denen jeder Hadith gemessen werden müsse. Erstens Logik, zweitens Übereinstimmung mit dem Koran und der gelebten Tradition und drittens islamische Prinzipien. Dabei ist für ihn nicht entscheidend, ob ein Hadith Mutawatir, das heißt allgemein verbreitet oder von vielen Gelehrten zitierte Hadith ist, da es nicht unbedingt etwas über die Qualität des Inhalts aussagt und manchmal auch einfach viele Namen in eine Überlieferungskette eingetragen wurden. Auch wenn andere Sammler einen Hadith ebenfalls erwähnen, kann es einfach nur kopiert worden sein. Hier sind einige Beispiele von problematischen Hadithen. The Prophet had forgotten and I had dropped them from this surah. Look, this is not true. Like this kind of stuff that
What they said? What's up with him? What's up with the Prophet? Ahajara istafhimuhu. That Ahajara means, is he speaking deliriously? Like, is he speaking nonsense? Like, what's he chatting about? A prophet can't be bothered to say inshallah. Look how you're disrespecting a prophet. Anybody transmitting, I mean, it doesn't have to be just for Rabri, but people transmitting this nonsense, this hatred against our prophet, this disrespect, especially things like this. Look, just think about it. The prophet saying, I forgot the Quran. Dieser Mufti ist kein Schiit und er findet es nicht gut, wie Schiiten mit den Überlieferungen von Aisha umgehen. Manche kritisieren Mufti Abu Layth und sagen, dass dieselben Leute beides überliefert hätten, den Koran und die Hadithe. Wenn man also die Überlieferer kritisiert, die die Hadithe überliefert haben, dann kritisiert man automatisch auch den Koran. When Allah said He will protect the Quran, He didn't send us some box from the sky that the Quran came in and you couldn't touch it anymore. He used people of reliable chests to preserve the Quran. And it's those very people that have brought us this tradition, this incredible tradition of the Prophet ﷺ. Yes, it requires rigor to find out whether or not a statement is actually attributed to him. Just like it required rigor, as a matter of fact. And the rigor was applied to even the Quran, even every ayah of the Quran. The tawatur is always there. It's actually the same principles were actually applied to the Quran itself. So questioning hadith, then you actually end up questioning Quran itself. Because it is coming from the same historical tradition. Das ist ein interessanter Gedankengang. Wenn du die Überlieferungskette dieser Hadith kritisierst, kritisierst du automatisch auch dieselben Überlieferungsketten für andere Inhalte. Das versuchen wir später noch einmal selbst praktisch auszuprobieren. Abu Layth akzeptiert diese Kritik für den Koran nicht. Er sagt, dass von Anfang an der Koran öfter und intensiver weitergegeben und auswendig gelernt wurde als die Überlieferungen Mohammeds, die zum Großteil erst Jahrhunderte später niedergeschrieben wurden. Interessant ist auch, Hadithe, die zum Spenden aufrufen oder zu ähnlichen guten Taten, die hält er für unproblematisch. Die kritisiert er nicht. Jetzt möchten wir auch gerne unsere Meinung zu der Haltung von Abu Layth sagen. Es ist natürlich sympathisch, wenn ein muslimischer Gelehrter den Aussagen zur Tötung von abgefallenen Muslimen widerspricht und sie für verfälscht erklärt. Seine Kritik an der Überlieferung von der Hadith-Sammlung Bukharis ist bestimmt gerechtfertigt. Doch natürlich bleibt die Frage, ob es auch nachvollziehbare historische Gründe gibt, warum man dann so großzügig mit den schönen Hadithen sein sollte. Historisch gesehen existieren hier dieselben Fragezeichen und Kritiken auch an den vielen beliebten Hadithen. Etwas Praktisches geben wir dir mit. Wenn du eine schöne Hadith hörst oder eine Prophezeiung Mohammeds, die auf Instagram oder sonst wo gepostet wird, dann recherchiere sie auf sunnah.com mit Stichworten, kopiere einmal die Überlieferungskette, suche nach ihr in der Suchzeile und schaue, ob es auch kritische Hadithe gibt, die von denselben Personen überliefert wurden, aber nicht gerne zitiert werden, vielleicht weil sie irritierend sind. Dann kannst du posten, das haben dieselben Überlieferer gesagt, dann bekommen Menschen, die nur die schönen Überlieferungen über Mohammed kennen, auch ein umfassenderes Bild von dem, was er tat und sagte, durch den Mund derselben Leute. Andersrum geht es natürlich auch. Wenn Islamkritiker nur negative Überlieferungen von Mohammed kennen, kannst du auch eine aus deiner Sicht schöne Hadith recherchieren, mit derselben Überlieferungskette, sodass man einander besser versteht. Am Ende ist es auch unser Wunsch, dieses Gesamtbild von Mohammed mit dem Gesamtbild von Jesus zu vergleichen und sich zu fragen, wessen Vorbild man nachfolgen möchte, wem man sein ewiges Leben anvertraut.